Belantes, ein Freizeitpark in Deutschland, der viele Jahre vergessen wurde, und jetzt passiert einiges. Warum und was und wie es jetzt aussieht und wie es dann bald aussehen wird, das alles in diesem Video. Wir sind hier auf dem RideView YouTube-Kanal, ein Kanal über Freizeitparks auf der ganzen Welt, und wir zeigen euch alles Spannende und Wichtige, was ihr dazu wissen müsst. Einige Jahre lang war Belantes in einer Freizeitparkgruppe, ist es jetzt auch wieder, aber diese Gruppe vorher hat den Park gekauft und hat einfach jahrelang gar nichts gemacht. Die haben den gekauft und es ist nichts passiert, außer dass hier quasi Geld rausgebracht wurde. Das war es dann auch. Und vor ein bisschen mehr als einem Jahr hat diese Freizeitparkgruppe an eine andere Gruppe verkauft, an die Compagnie des Alpes, kurz CDA. Das ist eine Freizeitparkgruppe aus Frankreich. Die haben ganz viele wirklich richtig schöne Freizeitparks, aber auch Skiresorts, Skipisten und ähnliches. Und seit diesem Verkauf ist schon ordentlich was passiert, auch wenn das natürlich erstmal auf den ersten Blick nicht so wirkt, aber für das, was hier passiert ist, einen ganz neuen Themenbereich schaffen in einem Jahr mit den Baugenehmigungen, den Besorgen, Kaufen der Attraktionen und Konzepten, das ist wirklich stark, und der Plan ist es, in den nächsten Jahren den Park so umzumodeln und aufzuhübschen, dass es eine komplette Firmierung gibt, und aus Belantes wird der Asterix Park Deutschland und damit ein direkter Schwesterpark von Park Asterix in Frankreich in der Nähe zu Paris. Und wer den Park kennt oder die Videos von uns dazu oder auch andere Parks, die zu CDA gehören, wie die Walibi Parks oder Belvade oder der Family Park Neusiedlersee in Österreich, der weiß, dass das hier ziemlich gut werden kann. Und dann der erste große Wurf, den jetzt CDA hier in Belantes gemacht hat, ist ein neuer Themenbereich, und zwar Idefix Abenteuerland. Und da gehen wir jetzt hin, das gucken wir uns an, was die da gemacht haben, was da steht und was ihr dort erleben könnt. Idefix Abenteuerland ist ein neuer Themenbereich, der hier in Belantes entstanden ist. Nicht ein Jahr nach Übernahme von CDA des Parks gibt es einfach einen komplett neuen Themenbereich. Und wenn ihr das nicht wisst, was ihr nicht wissen müsst, das ist extrem schnell, also super, super schnell. Und der Themenbereich in sich ist komplett, also der ist gerade noch im Bau, nicht ganz fertig. Das einmal vorneweg noch, aber fahren könnt ihr schon alles. Aber es gibt zum Beispiel ein eigenes gestaltetes Toilettenhäuschen. Das ist gerade noch in der Mache. Es gibt dann auch eine eigene Gastronomie und einen eigenen Merchandise-Shop. Außerdem könnt ihr auf einem Spielplatz einfach toben, und die Kleinsten haben da Spaß. Und verschiedene Fahrgeschäfte. Zum einen gibt es dann Aerobics Flugmaschine. Die Firma Zamperla hat ein Fahrgeschäft, das nennt sich Magic Bikes, und ihr habt magische Bikes, und die können fliegen, und man sitzt auf so einem kleinen Rad, hat ein Karussell, das dreht sich und man kann rauf und runter, das kann man steuern. Auch hier haben wir natürlich Hinkelsteine, wir sind ja in einem Asterix-Themenbereich, der ist auch noch nicht fertig, aber das ist, finde ich, gar nicht schlimm, weil es kommt ja gerade alles und es sieht trotzdem im Gesamten schon richtig nett hier aus. Der Seifenkistenwirbel ist noch ein Fahrgeschäft, was sich hier befindet, und das ist ebenfalls von Zamperla, und so ein Jumper, ein Karussell mit hüpfenden Seifenkisten, das sich im Kreis dreht. Ganz entspannt, nicht so wild und halt super für die komplette Familie. Der französische Hersteller Reverchon hat auch eine Anlage geliefert, Idefix Flussfahrt. Und das ist eine ganz kleine, süße Wasserbahn. Ihr habt hier im Park auch große Wasserbahnen, die seht ihr gleich noch hier im Video. Und die ganz kleinen Gäste können auch mit Mama und Papa zusammen hier eine ganz kleine Wildwasserbahn fahren. Mit einem kleinen Hügelchen, gar nicht so schlimm und super gut platziert. Du kannst hier vorne, wenn das jetzt hier fertig ist, sehr gut stehen, und auch dann kommt ein Kind dir im Boot entgegen. Beim Merchandise ist auch spannend. Es gibt, ich nenne es mal, generischen Asterix-Merchandise, aber es gibt auch immer parkexklusiven Merchandise. Und aktuell ist der jetzt für Belantes noch nicht vor Ort. Das bedeutet, wenn ihr denkt, Paris, wo der Park Asterix selbst ist mir noch zu weit, gibt es gerade exklusive Sachen hier. Später gibt es nur exklusiven Belantes Merchandise hier, den ihr sonst in keinem anderen Park bekommt.
bei Köstelix Imbiss am See könnt ihr dann also später, wenn das hier fertig ist, essen und unten am See sitzen. Wie cool sieht das denn bitte aus? Mit einem riesigen Hinkelstein auch wieder in der Mitte, Sitzrunden, einzelnen Tischen und das direkt an einem See. Super schön meiner Meinung nach. Und Fahrschule Frischling ist richtig cool. Das ist das nächste Fahrgeschäft ebenfalls von Zamperla. Und das ist so eine Mini-Whip. Ich glaube, die nennen das bei sich Speed. Und ihr habt Gondeln und fahrt eigentlich nur ein Oval. Aber in den Kehren ist die Kehre so spitz, dass man so richtig rausschwingt, weil das auch so gelagert ist, dass man rausschwingen kann. Und dann wird es an der Stelle einfach viel, viel schneller, obwohl es gar nicht viel, viel schneller ist. Und wir haben natürlich, wie gesagt, den Spielplatz hier nebendran noch, wo auch noch Bepflanzung dazu kommt. Das ist ja alles gerade, wie gesagt, noch in der Mache. Aber auch hier sieht man schon, wie cool das Ganze ist. Federwipper, wo man auf so einer Keule sitzt. Und auch richtig cool, so ein Eingangsportal, Gestaltungsobjekt und Spielplatz in einem, wo man hier durchgehen kann. Und du hast halt Rutschen, Kletterbereiche und verschiedene Ebenen, auf denen man unterwegs ist und verschiedene Bereiche zum Spielen. Da unten hängen ein paar Pfannen zum Beispiel. Oder du kannst auch hier unten rein. Wir haben hier ein Fass, ein paar Knochen, Wagenrad und all so eine Sachen. Ganz viele Details, die man entdecken kann. Oder auch wenn man sich hier oben durchtraut oder hier einsteigt, gibt es sogar solche Elemente zum Durchklettern. Das ist, glaube ich, auch ziemlich cool. Und zu jeden vollen Stunde wird es noch cooler, denn es gibt einen Meet-and-Greet-Bereich hier und ihr könnt die Helden Asterix und Obelix treffen und kennenlernen und zusammen mit denen hier Fotos machen im neuen Idefix Abenteuerland hier in Belantes. Ganz hinten bei Idefix Abenteuerland war ja auch der Drachenflug Host Park Attractions Condor, der früher mal in Oberhausen stand, wo gerade ein Karls Erlebnisdorf entsteht. Und der steht nicht mehr da. Das ist vielleicht dem einen oder anderen aufgefallen. Wo der hinkommt, da reden wir auf jeden Fall heute auch noch drüber und gucken uns das Ganze an. Und es wird dem einen oder anderen vielleicht aufgefallen sein, dass eine weitere Turmattraktion, und zwar der Götterflug, auch nicht mehr hier steht. Der stand davor. Wir gehen also gerade mal in die Richtung. Das ist auch gar nicht so wichtig, da seht ihr gar nicht viel. Aber man sieht da jetzt aktuell Bauzäune. Und das ist das nächste wirklich Außergewöhnliche. Jetzt sind wir eigentlich schon da. Hier ging es nämlich hoch. Wollen wir hier hochgehen? Wir gehen hier mal hoch, oder? Vielleicht sehen wir noch ein Loch. Und hier gibt es nämlich auch ganz viele Bauzäune und vielleicht können wir auch schon was sehen. Viel verraten kann ich euch noch nicht, aber 2027, also nächstes Jahr, kommt eine neue Achterbahn hier nach Belantes. Richtig krass und das ist wirklich unfassbar beeindruckend, innerhalb von 2 Jahren, nachdem man einen Park übernommen hat, schon eine Achterbahn hier hinzustellen. Also das ist wirklich eine Leistung, das ist nicht selbstverständlich, denn das ist aktuell wir laufen falsch. Wir müssen wieder runter. Sonst wir sind eine zu früh abgebogen. Deswegen guckt ihr diesen Kanal, weil wir richtig Ahnung von Freizeitparks haben. Wir können doch nicht mal die Wege normal gehen. Deswegen gucke ich die Videos danach auch noch mal, damit ich mehr weiß. Auf jeden Fall kommt hier eine neue Achterbahn hin in kürzester Zeit und das ist wirklich krass. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und wenn man die anderen Parks von Compagnie des Alpes so beobachtet oder die Videos hier auf dem Kanal, Abonnenten wissen das, ihr abonniert jetzt, um das nicht zu verpassen und vor allem unterstützt ihr uns damit und euch kostet das Ganze gar nichts. Da weiß man, die haben Bock, die können was und in den letzten Jahren wurden da wirklich beeindruckende Projekte in Europa vorangebracht und eröffnet und das ist wirklich eine theoretisch rosige Zukunft hier für Belantes. Wir waren schon lange nicht mehr hier, da kann man auch mal diese Wege verwechseln. Was man, glaube ich, verraten kann, ist, dass der Götterflug auch zurückkommt. Der ist jetzt nur temporär weg, weil die Achterbahn ja hier hinkommt. Aber man sieht auch nicht wirklich was dazu, weil das stand ja hier oben. Und hier ist vorbei. Hier entsteht 2027 eine neue Achterbahn. Da steht der Bauzaun. Und ja, ich glaube, das wird schon stark, oder? Leute, es lohnt sich wieder,
beim Drachenritt hochzugehen zum Verlies des Grauens. Das ist jetzt wieder immer auf. Und was das ist, müsst ihr vielleicht selber rausfinden. Aber wichtig, keine Luftballons. Das sehe ich selbst, nur Kreatur. Alles andere ist nur Illusion. Und Gutes verlieren wir ihn zurück. Illusion, das Feuerchen sein. Hilfe, ey. Ja, ich ziehe mich gerade noch an, weil ich bin gerade Achterbahn gefahren und lasse meine Sachen dabei natürlich draußen. Warum ziehe ich eine kurze Hose an, wenn ich eine Strumpfhose anziehe? Die keinen medizinischen Zweck hat. Naja, aber es sind Fledermäuse drauf. Vielleicht verstehe ich das dann wieder. Leute, also wir sind jetzt gerade erstmal in einem sogenannten Madhouse gewesen und das ist eine gruselige Attraktion, die so gruselig ist, dass Heranwachsende mit 15 zu cool sind und das wegalbern, weil sie Angst haben, aber auch keine Lust haben, die Story sich anzuhören. Richtig cool, Madhouse kann man immer richtig nice machen und ist ja keine Illusion, aber das menschliche Gehirn ist ziemlich blöd. Und diese Attraktion nutzt das. Und dadurch spürt man verschiedenste Kräfte und Mächte und hat ein kleines Abenteuer. Und wenn es dann rausgeht, und wir waren ja gerade oben auf der Burg, kann man auch um die Burg drumherum fahren. Es gibt nämlich hier eine Achterbahn mit Einzelfahrzeugen, 2 Personen nebeneinander, 2 Personen hintereinander, von Gerstlauer Amusement Rides aus Deutschland. Und das ist ein sogenannter Bobsled. Und ihr habt teilweise steile Kurven, die bergab gehen, aber auch so gerade wilde Mauskurven und eine Mauleinfahrt und müsst auch über so Pendants übers Wasser in die Station. Ja, Achterbahntyp, den ich super finde, den es eigentlich gar nicht in schlecht gibt. Und die Achterbahn sind wir jetzt noch mal gefahren, macht richtig Spaß, müsst ihr auf jeden Fall mitnehmen. Quasi ganz hinten durch hier in Belantes.
Peoples, Abenteuer machen auch hungrig, also haben wir was gegessen, war lecker, war irgendwie hübsch gemacht. Ich habe schon ewig nicht mehr was irgendwie, gefühlt ewig nicht mehr im Freizeitpark gegessen. Ich finde es auf jeden Fall preisbewusst oder ja, also, wenn ich preisbewusst wäre, dann hätte ich es nicht gemacht oder was, keine Ahnung, egal. Aber das ist ja, glaube ich, auch inzwischen normal und alles hat sich ja auch verteuert. Vielleicht bin ich auch einfach nur am Hängen. Also das ist schon auf jeden Fall, aber egal. Belantes fand ich schon immer ein Park mit super viel Potenzial und der mit dem See in der Mitte super schön angelegt ist und auch grundsätzlich ein richtig cooles Portfolio an Attraktionen hat. Und witzigerweise schon die passenden Themen zu Asterix mitbringt, wie Ägypten, Griechenland und ähnliches, wenn man das sich im Park Asterix in Frankreich mal anguckt. Aber auch Themen, da kann man jetzt noch was zu schreiben, nicht zum Strand, sondern zu den Azteken. Und was? Dann gehen wir hier eben mal kurz gucken. Und die Azteken gibt es noch nicht bei Asterix und Obelix. Mal schauen, was daraus dann irgendwann mal wird. Jetzt sind wir gerade an so einem kleinen Strand. Hier kann man auch ein bisschen verweilen. Gibt auch noch mal einen Steg mit Sitzgelegenheiten. Und wir schauen zum einen auf eine Hus Park Attractions Schiffschaukel sowie auf eine Hus Park Attractions Frisbee. Und das wird quasi Belantes neue Hus-Ecke, denn der Condor kommt auch hier hin. Ich glaube da vorne, da müssen wir gleich mal gucken, die sind schon beim Fundamentarbeiten. Das klingt irgendwie nicht wie ein richtiger deutscher Satz. Nun ja. Macht das aber auch spannend, du. Ne? Oh. 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 Gott. Oh. Oh. Ich hab's aber schlimmer in Erinnerung. Ich auch. Gute Grüße. Aber die erste Rolle ist ja schon mal mies, ey. Jo, Leute, es gibt hier auch noch mal was ganz Wildes, und zwar Huracan. Und von Gerstlauer Amusement Rides ebenfalls ein sogenannter Eurofighter mit dem Fahrzeug, einem Einzelfahrzeug, wo 3 Reihen hintereinander sind mit 2 Leuten nebeneinander, was so V-förmig angeordnet ist, dass man auch in den hinteren Reihen einen guten Blick auf die Bahn hat. Erstmal vorneweg noch, der Condor liegt hier vorne, hier die kleine Hus-Ecke, der passt, glaube ich, thematisch auch einfach so, wie er aussieht, wenn man ihn jetzt nicht Drachenflug nennt, ganz gut hier in diese Ecke. Und das Ding stand schon 20 Jahre im Park und zieht einfach dann innerhalb des Parks mal um. Das ist auch irgendwie witzig, aber ja, Hus-Rides sind auch für die Ewigkeit gemacht. Was ich sehr cool finde, ist ja grundsätzlich, was machst du? Huracan ist halt hier die Looping-Achterbahn, aber ihr fahrt nicht einen einzigen richtigen Looping. Es gibt eine sogenannte Cobra Roll und es gibt ein Interlocking Corkscrew, also wo 2 Korkens hintereinander verdreht sind. Damit 4 Überkopfelemente bei Huracan. Und was ich richtig cool finde, neben so einer großen Füllachterbahn, die nicht unbedingt jeder fahren mag und auch nicht unbedingt jeder fahren kann, wenn die Gäste etwas zu klein dafür sind, da hat man hier eine Alternative genau auf der anderen Seite geschaffen, und zwar Huracanito.
Und das ist eine ganz, ganz winzig kleine Achterbahn. Die kann man ab 90 cm fahren bis maximal 1,20 Meter Körpergröße. Da fahren die ganz kleinen auch wirklich nur ganz alleine. Eine Achterbahn, die ich nie gefahren bin, weil ich da nicht reinpasse. Nach Zahlen. So wird es schon irgendwie gehen. Und dazu hat man dann auch noch ein Mini-Topspin von SBF Visa hier vorne im Aztekenstil. Aber da ist kein großes Pendant hier im Park zu. Aber Hus Park Attractions hat ja den Topspin in groß und wir haben ja jetzt quasi hier schon eine Hus-Ecke. Und Azteken-Style Topspin oder Suspended Topspin können wir uns, glaube ich, alle ziemlich gut vorstellen, wie sowas am Ende des Tages aussehen könnte. Und also ich denke, ihr könnt das, was meine ich denn? Gerne damit in die Kommentare. Und wir gehen jetzt noch mal am Haupteingang vorbei. Wir sind ja gestartet direkt mit dem neuen Themenbereich. Aber nachdem man reingekommen ist, geht man, kann links oder rechts gehen. Wenn man links gehen würde, kommt man hier hin, wo wir gerade sind. Und jetzt gehen wir noch mal nach Ägypten. Da gibt es nämlich auch noch ein bisschen was zu fahren. Leute, wir sind in Ägypten, aber keine Wasserbahn, also die fahren wir jetzt nicht, das könnt ihr aber machen. Die Firma Hafema, kenne ich nicht. Kennt ihr sonst von so Rundboot-Wildwasserbahnen? Die haben hier ein Schlauchboot, was aus der Pyramide rauskommt. Es gibt viele Punkte bei der Bahn, die ich anders machen würde. Ich weiß aber auch nicht, wie unfassbar mehr diese Pyramide gewachsen wäre, würde die Abfahrt, die man sieht, genauso. Also die Pyramide genau darunter, wisst ihr, was ich meine? Der Winkel. Wahrscheinlich wäre die extrem groß, oder? Ich glaube nicht, dass es nicht geklappt hätte, weil da drin ist auch nicht viel los. Aber trotzdem grundsätzlich eine coole Bahn, auch mit so einem Strudel, den man noch runterfährt. Und das kann man, glaube ich, machen. Auf eine Station, die auch ein Boot ist, ein bisschen ulkig. Aber was hier in der Ecke auch cool ist, ist die Cobra des Amun-Ra. Und das ist eine Familienachterbahn. Die befindet sich da hinter mir ein bisschen. Sieht man wunderbar von der Autobahn aus. Und es gibt einen ganz großen Anstellbereich, durch den man erst durchläuft. Und irgendwann muss man auch über die Cobras. Man muss über mehr als eine Cobra drüber hinwegsteigen. Und dann geht es in so einem pyramiden-ägyptischen tempelmäßigen Gebäude zum Zug und dann steigt man ein und dann startet die und coole Bahn, die aber schon, da ist schon was los. Also du kannst ab 1 Meter, war das glaube ich, mitfahren oder waren es sogar 90 Zentimeter? Ich glaube ab 1 Meter. Ab 1 Meter kann man mitfahren und macht dadurch einfach für die ganze Familie Spaß und Sinn. Nebeleffekt, der läuft und funktioniert, das ist auch eine Seltenheit. Und was ich cool finde, das sind so kleine Details, die ich immer witzig finde. Die Foto Morgana, nicht Fata Morgana, an der Fotoautomaten-Booth. Sowas finde ich auch immer cool. Also wie gesagt, ein Park mit sehr viel Potenzial, sehr coolen Themen. Und es gibt auch noch hier eine große Bootsfahrt. Die wurde auch vor wenigen Jahren erst komplett überarbeitet, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Und ihr fahrt nicht nur über den großen See, sondern auch durch einen Tunnel, so einen kleinen Dark Ride Part, wo es noch was zu sehen gibt. Es gibt von Zira, Hege, Sunkit, Wasserrondell, was ein cooles Karussell ist. Also habe ich auch, glaube ich, da kann man auch nachschauen in den alten Videos. Schon gesagt, dass hier wirklich viel Potenzial drin steckt. Und jetzt mit der neuen Führung und den neuen Management kann das, glaube ich, richtig, richtig stark werden in den nächsten Jahren hier. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Und wir haben jetzt noch mal quasi euch so einen kleinen Überblick gegeben, wie es aussieht. Und dann können wir jetzt Jahr für Jahr Updates machen, wie sich das Ganze weiterentwickelt.
Leute, ich bin in Sachsen, ne? Und dann liegt das liegt hier auf dem Boden. Come on! Was soll das? Ich denke mir das nicht aus. Ich laufe gerade lange. Nee, komm. Bei aller Lobhudelei natürlich einige Ecken, wo hier wirklich noch viel zu tun ist. Aber sonst wird man ja auch nicht alle Ecken anpacken. Und wie gesagt, hat hier der Spanier Siesta gemacht und einfach nur Pesos verdient, statt irgendwie großartig was zu machen. Und ich denke mal, dass wir dann zu 2031 wahrscheinlich uns nicht nur an einen anderen Parkplan langsam gewöhnen können, sondern auch von einem beliebten Freund verabschieden müssen, und zwar Buddel. Das wäre wahrscheinlich sehr schade. Für einige. Weiß ich nicht. Es gibt ja immer bei Maskottchen viele, die da sehr involviert sind. Übrigens, Grüße gehen raus noch. Ich weiß ja nicht, wie kommt man auf die Idee, auf Huracan seine Hochzeit zu feiern? Derjenige weiß, dass er gemeint ist. Liebe Grüße. Und ja, nicht nur bis bald, sondern wir müssen natürlich auch noch zum Ausgangsshop. Den müssen wir uns auch angucken. Und was auch super witzig ist, das kannst du dir echt nicht ausdenken. Aber wir sind ja mit diesem Park hier direkt an der Autobahn. Also ich gucke gerade durch den einen Ausgang raus und sehe die Autos da lang flitzen. Das ist die A38. Und wer Asterix und Obelix ein wenig kennt, weiß, Passierschein A38 ist eine sehr wichtige Sache oder eine sehr lustige Sache bei Asterix. Und dieser Park, der bald der Asterix-Park Deutschland wird, ist an der A38. Die Wecker sind ja cool. Das ist ja richtig cool. Und ich glaube, für einige von euch, ich habe keinen Plan. Also ich weiß, was das ist, aber das scheint wohl voll das Ding zu sein. Das wusste ich nicht. Tony-Boxen-Figuren. Tonis. Ja, das ist genial, wirklich. Der sich das ausgedacht hat, der hat den Preis verdient. Also braucht er, glaube ich, nicht mehr, weil er hat alles, was er braucht im Leben. Ich gehe dahin. Ja, aber cooler Shop, also schön gemacht der Shop. Ich weiß gar nicht mehr, wie es hier vorher drin aussah, aber es gibt schon crazy Sachen. Also wenn du so Asterix-Ding-mäßig unterwegs bist, dann... Oh, krass. Ach, diese Figuren. Das ist voll stark. Und das ist noch vom Mutterpark quasi. Schon mal hier, bevor es dann die eigenen Exclusives gibt. Das hat ja alles so eine riesen Vorlaufzeit, das ist Wahnsinn. Ich habe eine Sache noch vergessen und das liegt daran, dass ich da immer bis zum Schluss mit warte, damit das ja auch akkurat ist. Aber heute durchweg alle Mitarbeiter unglaublich freundlich und lieb und nett und also echt krass, dass alle richtig Bock hatten und das bei 32 Grad heute, das kommt auch noch dazu. Das zu guter Letzt jetzt am Ende auch noch, nicht, dass ich das nicht erwähnt habe, das wäre noch wichtig. So, und damit, mit dem Drehkreuz, endet das Abenteuer in Belantis, für mich Belantrix und in ein paar Jahren Asterix Park Deutschland. Eure Meinung dazu gerne in die Kommentare und jeden Tag um 18 Uhr sehen wir uns zum neuen Video wieder hier auf dem Red2 YouTube-Kanal.